Es geht um die Ampelkoalition von SPD, FDP und Grünen. Und da spitzt sich der Streit um die Wirtschafts- und Haushaltspolitik weiter zu. Und genau wegen dieser Unruhe führt Bundeskanzler Scholz bereits mehrere Krisengespräche. Weitere stehen aber offenbar auch noch bevor. Unter anderem lud er heute Mittag Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck zu sich ins Kanzleramt. Lindner hatte ja mit seinem Positionspapier eine Regierungsentscheidung zur Wirtschaftspolitik gefordert und damit für helle Aufregung in der Koalition gesorgt. Die Nächte im Kanzleramt werden die nächste Zeit wohl länger. Auftakt am Sonntag. 3 Stunden sprach der Kanzler mit FDP-Chef Lindner über dessen Strategiepapier. Darin fordert Lindner, dass für seine Wirtschaftswende Herzensprojekte der SPD und der Grünen gestrichen werden. Deutschland braucht jetzt eine Richtungsentscheidung. Bei Wirtschaft und Finanzen geht es so nicht weiter. Wir sehen ja, wie die Situation ist. Wir haben am Arbeitsmarkt inzwischen Sorgen. Die Bemühungen, die ich unternehme, ist, dafür zu sorgen, dass wir uns selbst nicht länger im Weg stehen als Land. Denn die Bürger wollen wieder stolz sein auf Deutschland. Vor dem Gespräch mit Lindner beriet sich Scholz lange mit der SPD-Spitze. Die SPD-Chefin wurde bereits zuvor deutlich. In der Koalition brennt gerade die Hütte, so Saskia Esken. Und Co-Parteichef Klingbeil erteilt Lindners Vorschlägen eine klare Absage. Das ist ein bisschen neoliberale Ideologie, die da durchschimmert. Und dieser Weg wird mit der Sozialdemokratie nicht zu machen sein. Ich bin fest davon überzeugt, dass unser Weg richtig ist. Und deswegen werden wir den liberalen Weg nicht mitgehen. Das FDP-Präsidium stellt sich hinter Lindner, fordert von den Koalitionspartnern Klartext. Die Vorstellungen, die auch mit dem Papier jetzt im Raum sind sehr konkrete Vorstellungen. Und ich finde, darauf kann man auch konkrete Antworten geben. Die kommen auch von den Grünen, denn Lindners Vorschlag, den Klima- und Transformationsfonds ersatzlos zu streichen, geht für sie gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass Herr Lindner glaubt, dass er das mit den Grünen machen kann. Dieses ganze Papier atmet den Geist davon, ich will eigentlich nicht mehr. Diesen Eindruck erwecken auch Teile der FDP-Fraktion. Von dort kommen immer wieder Drohungen Richtung Grüne und SPD. Den Sozialdemokraten käme ein Koalitionsbruch ungelegen. Immer noch hofft man auf einen Stimmungsumschwung bei den Wählern. Deshalb setzen die Genossen auf besonnene Liberale wie Verkehrsminister Wissing. Wir haben ja auch ein Papier von Robert Habeck. Insofern ist das jetzt ein Beitrag des Bundesfinanzministers. Aber es gibt zum Beispiel auch die Aussage des Bundesverkehrsministers, der sagt, wir haben eine große Verantwortung. Und genau darum wird es jetzt gehen. Bei der Union hofft man dagegen weiter, dass die FDP die Ampel krachend scheitern lässt. Es wird immer behauptet, man bräuchte nach den US-Wahlen eine stabile Bundesregierung. Diese Bundesregierung ist alles andere als stabil. Jeder Tag weniger Ampel ist ein guter Tag für Deutschland. Im Kanzleramt gehen die Krisentreffen bestimmt weiter. Bis zum anstehenden Koalitionsausschuss ließ sich der Kanzler gleich mehrere Termine blockieren, um sich mit Christian Lindner und Robert Habeck auszusprechen. Tja, Dorothea Schupelius hier in Berlin in der SPD-Zentrale. Da gibt es nun also wieder eine oder mehrere Therapiesitzungen im Kanzleramt mit Olaf Scholz, Robert Habeck, Christian Lindner. Wie tief sind die Gräben und wie könnte aus seiner Sicht der Kanzler das drohende Ampelaus überhaupt noch kitten? Die Gräben sind in der Tat sehr tief, sie sind aber auch schon seit längerem tief. Es ist nicht neu, dass diese Ampelkoalition eine Zweckehe viel eher als eine Liebesehe ist. Allerdings, wenn man sich dieses Wirtschaftspapier von Christian Lindner, dem Finanzminister, einmal anguckt, dann fragt man sich eben doch, warum, wenn man in dieser Koalition bleiben möchte, schreibt man so ein Papier. Denn kein einziger Punkt auf diesem Papier ist mit den Koalitionspartnern durchzubringen. Seien das die Klimaziele bis 2045 aufzuheben, weil es für die Bevölkerung zu teuer werden würde, wie Christian Lindner es formulierte, das wird mit den Grünen nicht zu vereinbaren sein. Oder sei es, dass man das Bürgergeld reformieren möchte. Auch da ist die Frage, wie mit der jetzigen SPD. Das alles weiß Christian Lindner und Saskia Esken von der SPD. Die hat hier im Willy-Brandt-Haus vor kurzem bei der Pressekonferenz gesagt, dieses Wirtschaftspapier sei ein Wahlkampfpapier, ein FDP-Papier von einem FDP-Politiker geschrieben. Sie sieht das nicht als konstruktiven Ansatz für die Koalition, sondern als Wahlkampfbeitrag. Aber Christian Lindner hat dieses Papier mit dem Briefkopf Finanzministerium versehen. Heißt, er hat dieses Papier in seiner Rolle als Finanzminister geschrieben. Sein eigener Generalsekretär Gyesaray war wohl gar nicht eingeweiht gewesen. Es ist also kein Parteipapier, um die Basis zu beruhigen oder den Wahlkampf schon mal anzustoßen, sondern es ist für seine Koalitionspartner verfasst. Also müssen diese Koalitionspartner auch reagieren. Wie sie reagieren, sehen wir. Es ist Panik ausgebrochen in der Ampelkoalition. Man weiß, man kann sich mit diesem Papier
Papier nicht finden und nicht einigen. Doch jetzt wird es eben spannend zu sehen, wird die FDP wirklich aussteigen oder nicht. Denn es ist doch schon mehr als 1, 2, 3, 4, 5 Mal passiert, dass Christian Lindner und seine FDP es haben so aussehen lassen, als würde die Ampelkoalition jede Sekunde krachen. Und am Ende hat man sich auf seine Regierungsverantwortung berufen, eine gemeinsame Pressekonferenz abgehalten und es ging weiter. Ja, und du sagst es schon, das ist eher eine Zweckehe als eine Liebesheirat. So hieß es ja schon von Anfang an, dieses Ampelbündnisses. Nur Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel sagt, dass er nicht an Neuwahlen glaubt. Also manchmal hält so eine Zweckehe vielleicht sogar länger. Ein Zitat von ihm möchte ich dir mal reingeben in das Gespräch. So blöd ist der Scholz nicht, sagt er. Also was könnte denn aus deiner Sicht dafür sprechen in der schweren Lage, die du geschildert hast, dass es trotzdem dabei bleibt, dass die Ampel zusammenbleibt? Da gibt es ja durchaus auch Argumente für. Ich will dieses Zitat jetzt einfach mal übernehmen. So blöd ist der Scholz nicht. Gemeint ist damit natürlich auch SPD, Grüne und FDP. Die haben stark einbüßen müssen in den Umfragewerten und in dem Vertrauen der Wähler. Wenn man jetzt auf Neuwahlen zugeht, in der jetzigen doch eher diffusen Lage innerhalb der Bevölkerung, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze glimpflich ausgeht, gerade für SPD und Grüne, auch FDP, aber das ist eine bisschen andere Thematik, eben nicht sonderlich hoch. Auch wenn der Bundeskanzler jetzt die Vertrauensfrage stellen würde, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sie besteht, auch nicht sonderlich hoch. Und der Bundeskanzler hat von seinem Regierungsstil bisher immer gezeigt, dass seine Methode ist, nicht allzu viel zu sagen, nicht allzu viel zu tun, aber einen kühlen Kopf zu bewahren und das Ganze dann versuchen, hinter den Kulissen zu klären. So hat er ja auch jetzt schon klärende Gespräche mit sowohl Robert Habeck als auch Christian Lindner, vor allem Christian Lindner, geführt und wird sie noch weiter führen. Es wäre nicht das erste Mal, dass die FDP eine Koalition platzen lässt. Dies taten sie schon 66 und 82. 82 war es auch ein Wirtschaftspapier, was den endgültigen Bruch dann herbeigeführt hat. Ist es doch auch die Wirtschaftspolitik, die für am meisten Krach innerhalb dieser Koalition sorgt. Denn bei der Wirtschaftspolitik können die Liberalen sich mit der SPD und grüne Politik einfach nicht anfreunden, haben immer wieder liberale Flagge gehisst, hier aber eben auch dann das Wählervertrauen eingebüßt, weil sie ja den konsequenten Schritt eben nie gegangen sind. Das ist jetzt sehr schwierig für Christian Lindner, denn aus einer Koalition auszusteigen kann auch bedeuten, dass man innerhalb der Bevölkerung als Verlierer wahrgenommen wird, salopp ausgedrückt, als derjenige, der sich vor der Verantwortung gedrückt hat, der Chaos ausgelöst hat. Wenn er aber bleibt, wird er mal wieder nicht nur sein Wirtschaftspapier, sondern auch den restlichen liberalen Geist verraten müssen, um diese Koalition zusammenzuhalten. Und auch dann könnte ihm ein Vertrauensverlust von der Bevölkerung dann zugeschrieben werden. Keine einfache Situation. Christian Lindner möchte man dieser Tage nicht sein. Der Bundeskanzler möchte man aber auch gerade nicht sein, denn der muss versuchen, das Ganze wieder zusammenzukitten und das bis Mittwoch. Wir werden das beobachten. Es bleibt hochspannend, fast schon dramatisch. Danke dir, Dorothea, für deine Einschätzung. Und es gibt mehrere Beteiligte. Logisch, zum Streit in der Koalition, über den wir berichten, hat sich auch noch Grünen-Parteichef Omid Nuripur geäußert. Hören wir rein. Wir müssen alles dafür tun, damit wir schneller werden und nicht langsamer beim Klimaschutz. Und die Frage nach einer Situation, nach einem möglichen Bruch stellt sich nicht. Wir wollen den Bruch nicht. Wir gehen auch davon aus, dass andere vertragstreu sind und dann wir die Arbeit, die wir hier miteinander machen, zu Ende bringen. Dafür braucht es halt aber die Ernsthaftigkeit, die der derzeitigen Situation gerecht wird. Ich kann es wirklich nur wiederholen. VW geht gerade einen Bach runter, das ist dramatisch. In den USA wird gewählt. Wir wissen nicht, ob das Wahlergebnis eine Woche danach bekannt sein wird. Spanien wird gerade überflutet und in der Ukraine gibt es einen Frontdurchbruch nach der anderen von der russischen Seite. Das braucht eine andere Ernsthaftigkeit und die verlangen wir auch innerhalb dieser Koalition. Bei mir im Studio Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur der Welt. Herzlich willkommen. Hallo. Eine andere Ernsthaftigkeit fordert da gerade Omid Nuripur. Aber wir sehen es ja auf offener Bühne, geht dieses Scheidungsdrama der Ampel quasi weiter. Kann und will die Regierung denn wirklich überhaupt noch gemeinsam regieren, was anpacken, was Deutschland auch nach vorne bringt? Die Regierung hat gerade keinen gemeinsamen Willen. Immerhin am Sonntag ist es Olaf Scholz gelungen, Christian Lindner abzuringen, dass man bis Mittwoch nicht spontan aus der Regierung aussteigt. Wow. Bis dahin gibt es mehrere Dreiergespräche. Mittwochabend gibt es dann den Koalitionsausschuss. Also bis Mittwoch wollen die weitermachen und mehr kann ich jetzt auch noch nicht vorhersagen. Es klingt jetzt nicht wie eine große Entwarnung, ehrlich gesagt. Bis Mittwoch haben wir 2,5 Tage gewonnen. Naja, das Besondere ist halt, dass vor diesem Mittwoch ein sehr besonderer Dienstag liegt. Nämlich ein Dienstag, wo die Vereinigten Staaten wählen und man ein Wahlergebnis hat, wo einer der Kandidaten andeutet, das nicht anzuerkennen, wenn er verliert.
Also sozusagen, wenn man sagt, wie viel Stabilität gibt es in der Welt? Wenn es schlecht läuft, gibt es Dienstagabend oder Mittwochmorgen oder Mittwochabend, wenn die Ampel tagt, ein bisschen weniger. Und da brauchen wir gerade eine besonders stabile Regierung. Das hört man auch immer, aber die Regierung macht gerade nicht den Eindruck, besonders stabil zu sein. Droht sie wirklich auseinanderzubrechen? Stehen wir kurz davor? Ja, klar. Also wir reden darüber, ob die jetzt auseinandergehen. Das steht jetzt an, das ist das Thema. Und interessant ist, ein konservativer Typ wie ich würde ja immer sagen, seid ihr wahnsinnig, macht doch weiter aus den beschriebenen Gründen. Andererseits, wenn die so agieren wie in den vergangenen Wochen, wenn die gar keine Regierung mehr sind, wenn jeder seinen eigenen Wirtschaftsgipfel veranstaltet, wenn sie 3 unterschiedliche Ideen haben, die Wirtschaft zu retten und keine umsetzen, könnte man ja sagen, man hat gar keine Regierung, man hat schon jetzt keine. Und dann kann man sagen, ein kurzer Wahlkampf mit Neuwahlen ist besser als ein ewiger Wahlkampf bis zum regulären Wahltermin nächstes Jahr im September. Aber nun sind die Parteien ja wirklich auch nicht blöd und rechnen sich ihre eigenen Chancen aus. Und jede dieser 3 Ampelparteien, wirklich jede, kann momentan laut Umfragen nur verlieren. Das wären bei Neuwahlen Desaster für jede dieser Parteien. Also werden die doch auch Kosten und Nutzen abwägen müssen. Lohnt es sich, hier rauszugehen? Die FDP unter 5% in Umfragen. Grüne verlieren drastisch. SPD quasi weg. Wie schwer macht man sich das als politische Partei, diese Gedanken zu machen? Also gehen wir es doch durch. Olaf Scholz, SPD, will weitermachen, will sich ins kommende Jahr retten, will im kommenden Jahr nur noch Außenpolitik machen und hofft, dass er dann in den Umfragen steigt. Die Grünen sind nicht aufgestellt, gerade die Parteiführung gewechselt. Ganz genau. Momentum läuft gegen Habeck, wollen weitermachen. Jetzt Christian Lindner. Christian Lindner glaubt, wenn er jetzt rausgeht, vergessen die Leute, dass er mit SPD und Grünen regiert hat und er kann einen Wahlkampf machen, ich werde nie wieder mit den Grünen regieren. Man muss schon verzweifelt sein, darauf zu setzen, aber die FDP ist eben verzweifelt. Es ist besser, nicht zu regieren, als schlecht zu regieren. Dieser Satz stammt von Christian Lindner und jetzt ist er vielleicht genau in dieser Situation. Aber der Kanzler, wie reagiert er nun? Du hast schon gesagt, es gibt eine gewisse Hoffnung auf die Gespräche, die er jetzt gerade führt und was ihm gelungen ist am Sonntag, ein Mini-Zeitgewinn. Heute gibt es wieder Gespräche im Kanzleramt, diesmal mit Lindner und mit Habeck. Aber was erwartest du vom Kanzler? Müsste er ein Machtwort sprechen, sagen, ich will das so, wir machen es jetzt so? Oder müsste er sagen, für mich ist Lindner ein Störenfried, den werfe ich jetzt mal raus? Der Kanzler will weitermachen. Warum, habe ich gerade erklärt. Und er hat eine Chance. Christian Lindner möchte eigentlich diese Regierung nicht mehr weitermachen. Aber er möchte auch nicht derjenige sein, der die Regierung sprengt. Weil dann die Leute das sagen, was du eben gesagt hast. Er hat auch schon zweimal ist er gegangen, jetzt geht er zum 3. Mal, ist vielleicht ein bisschen oft. Und deshalb organisiert Lindner das so, dass er scheinbar gehen muss. Und Olaf Scholz ist fest entschlossen, ihm nicht den Gefallen zu tun. Und dafür hatte Lindner ein Papier aufgesetzt am Freitag, was aber, wie er auch glaubhaft versichert hat, gar nicht für die Öffentlichkeit zunächst bestimmt war. Nein, das hat er nicht glaubhaft versichert. Diese Nebelkerze glauben wir doch keine Sekunde. Aber wer hat es denn geleakt? Nein, also nicht Robert Habeck. Das ist doch alles Quatsch. Dieses Papier ist die Grundlage für das, was die am Mittwoch im Koalitionsausschuss besprechen. Dem Koalitionsausschuss gehören 17 Leute an. Es ist völlig klar, dass dieses Papier die Öffentlichkeit erblicken würde. Und wenn man es liest, es ist auch so verfasst, es zielt auf die Öffentlichkeit. Es ist kein internes Papier, Jungs, wo können wir uns einigen, sondern es ist ein an die Öffentlichkeit gestelltes Papier. Warum brauchen wir jetzt einen großen Politikwechsel? Was man inhaltlich ja vielleicht auch unterschreiben kann. Aber wer macht da mit? Wir sehen ja unterschiedliche Konzepte seit 1-2 Wochen. Da kommt Robert Habeck mit einem ganz eigenen, diametral anders aufgestellten Wirtschaftskonzept als die FDP. Die SPD hat wiederum, will er die Schuldenbremse auflösen. Also wo kann man da überhaupt noch zusammenkommen? Denn die wirtschaftlichen Vorstellungen, die passen einfach nicht mehr zusammen in der Ampel. Wenn sie es hier getan haben. Ja. Das ist der Punkt. Also, dass die Grünen und die FDP unterschiedliche Sicht auf die Welt und besonders auf die Wirtschaft haben, wer sich schon länger damit beschäftigt, hatte das schon vorher gemerkt. Und das Interessante ist jetzt, das Habeck-Papier zielte in die Zukunft. Also Habeck sagte, ich finde, wir müssen jetzt etwas ganz anderes machen. Und Lindner zieht auch auf die Vergangenheit. Er möchte das, was die Ampel bisher getan hat, jetzt ganz anders machen. Alte Kompromisse aufschnüren, alte Gesetze nicht mehr umsetzen, die schon vereinbart sind. Also er mutet den Ampelpartnern noch mehr zu als Habeck. Ganz kurz noch, glaubst du, es gibt die Möglichkeit, eine gute Möglichkeit zu einer guten Lösung? Wie gesagt, es ist noch der Dienstag davor, der alles verändern kann. Aber eigentlich ist diese Regierung durch. Klare Worte, Roland Alexander. Herzlichen Dank für die Analyse und den Besuch hier im Studio. Gerne.
Bleiben wir noch bei diesem Wirtschaftspapier, denn damit hat Lindner wohl tatsächlich die Woche der Entscheidung eingeläutet. Die Zukunft der Ampel also hängt davon ab, wie sich die Koalitionspartner zu seinen Thesen verhalten. In diesem Papier, und deswegen schauen wir noch mal drauf, fordert der FDP-Chef ja eine Wirtschaftswende mit einer teilweise wirklich grundlegenden Erneuerung politischer Leitentscheidungen, um, wie es heißt in dem Papier, als Zitat, Schaden vom Standort Deutschland abzuwenden. FDP-Fraktionschef Dürr läutet lächelnd die nächste Runde der separaten Wirtschaftsgipfel ein. Und eins scheint sicher, für den Finanzminister und sein Wirtschaftspapier dürfte hier aus dem Clubraum der Plenarebene im Bundestag ein positives Feedback kommen. Doch in der Ampel sorgt das für das nächste Kapitel im Koalitionsdrama. Einige sagen schon, Lindner brauche noch eine letzte Begründung für einen Ausstieg aus der Ampel. Das Wirtschaftspapier könnte dafür herhalten. Die FDP lässt die Frage bewusst offen, macht aber Druck. Wir haben nächste Woche Verabschiedung im Haushaltsausschuss. Bis dahin muss alles geklärt sein und das Zeitfenster schließt sich. Entscheidend ist, dass wir dieses Land ökonomisch wieder auf die Vorfahrtsstraße bringen. Wir sind zurzeit auf der Abbiegespur in die zweite Liga. Auf Lindners Streichliste viele Kernprojekte von SPD und Grünen, vor allem Habecks milliardenschwerer Klimatransformationsfonds. Konkret wird in dem Papier ein sofortiger Stopp aller neuen Regulierungen und ein Ende von nationalen Klimazielen gefordert. Der Solidaritätszuschlag soll abgeschafft, Unternehmenssteuern und Sozialleistungen gesenkt und das Renteneintrittsalter erhöht werden. Last but not least soll der hohe Krankenstand durch den Wegfall von Telefonkrankschreibungen reduziert werden. Christian Lindner hat konkrete und durchgerechnete Vorschläge gemacht, wie man den Haushalt beschließen und das Wachstum anschieben kann. Wir wollen jetzt wissen, was der eigentlich zuständige Wirtschaftsminister vorschlägt. Die bisherige Wirtschaftspolitik war nicht erfolgreich. Ein Frontalangriff auf den Koalitionsvertrag, den vor 3 Jahren auch die FDP unterzeichnet hat, sagen andere. Dass sich die Ampel nicht einigen kann, was gut ist für die Wirtschaft, nervt die Bundesbürger. Ich denke, Klima ist schon etwas, was wir priorisieren sollten in diesen Zeiten. Und ich glaube, da müssen wir auch konsequent sein. Das würde ich mir auch von der Regierung erwarten. Und das jetzt wieder alles in Frage zu stellen, weiß ich nicht, wo wir dann landen. Für mich persönlich klingt das nach umfassendem sozialen Kahlschlag. So kann man nicht umgehen vor aller Öffentlichkeit. Das finde ich am schlimmsten. Irgendwie scheint die FDP um ihre Bedeutung zu kämpfen. Sie steckt im Dilemma. Neuwahlen könnte sie an der 5%-Hürde scheitern lassen. Gegen ihre wirtschaftspolitischen Grundsätze weiterzuarbeiten, würde allerdings die Umfragewerte noch mehr schädigen. Darüber möchte ich sprechen. Zugeschaltet Matthias Nölke, Wirtschaftsdezernent und FDP-Vorsitzender in Kassel. Ich grüße Sie herzlich. Hallo. Schönen guten Tag. Hallo. Herr Nölke, und Sie waren ja bis 2021 auch im Deutschen Bundestag. Sie wissen, wie das da läuft. Dieses Lindner-Papier ist einfach eine klare Provokation für die anderen Ampelparteien. So muss es gelesen werden. Wie sehen Sie das? Ist es faktisch die Vorbereitung für das Scheidungspapier der Koalition? Ja, also es ist natürlich ein Frontalangriff auf SPD und Grüne. Und was in dem Papier drin steht, ist aber alles völlig richtig. Also das sind ja richtige, wichtige Forderungen. Unser Land, unsere Wirtschaft, die fährt vor die Wand. Und das aber nicht erst seit gestern, also das fällt ja nicht vom Himmel. Das sind eigentlich alles auch Dinge, die hätte man schon längst in den Koalitionsvertrag damals bei Bildung der Regierung eigentlich reinverhandeln müssen. Das hat man aber nicht geschafft oder nicht gewollt. Und auch einer der Gründe, weshalb wir ja 3 Jahre diese Hängepartie haben und diese Regierung so vor sich hin sieht. Und ja, deswegen aber Frontalangriff auf SPD und Grüne jetzt. Und da stellt sich die Frage, was ist davon eigentlich noch umsetzbar oder soll es wirklich nur den Zweck haben, diese Ampel endlich eben zu Grabe zu tragen? Ja, und das ist eben am Anfang nicht reinverhandelt worden. Und auch die Konzepte, die wir jetzt sehen, fast täglich auf dem Markt der Eitelkeiten von SPD, Grünen und FDP, die widersprechen sich ja zum Teil, passen nicht zusammen. Die einen wollen mehr Geld investieren, Schuldenbremse reißen, die anderen FDP eben nicht. Warum beenden Sie dann die ganze Sache nicht? Oder anders gefragt, sollte die FDP die Koalition jetzt aufkündigen? Also ich stehe auf dem Standpunkt, jeder Tag ohne Ampel ist ein guter Tag für dieses Land und besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Das Problem ist nur, es hätte ja mehrere Ausfahrten schon gegeben für die FDP, sei es der Atomausstieg oder das Heizungsgesetz oder letztes Jahr das Urteil aus Karlsruhe zu dem Haushalt. An all diesen Punkten hätte man schon längst die Ausfahrt nehmen können und diese Ampel beenden können, spätestens bei unserer Mitgliederbefragung, die wir ja in Kassel angestoßen hatten, von Kassel aus.
Und die haben aber knapp 52% der Mitglieder haben sich für die Ampel entschieden. Und das hat man als Sieg gefeiert und hat dann weitergemacht wie bisher. Auch da ohne Konsequenzen zu ziehen. Und das war in meinen Augen ein eklatanter Fehler. Das ist ein knappes Ergebnis. Welche Konsequenzen sollte man denn ziehen? Sprechen Sie mit Christian Lindner? Ich meine, Sie sind in Kassel FDP-Chef und es rumort ja in der ganzen FDP bundesweit, nicht zuletzt auch wegen der momentan schlechten Umfrageergebnisse. Das stimmt absolut. Es rumort in der gesamten Partei. Auch viele, die noch bei der Befragung im Dezember die Ampel verteidigt haben, befürwortet haben, sehen die mittlerweile kritisch und sind für einen Ausstieg. Mit Lindner selber habe ich zuletzt keinen Kontakt gehabt, würde aber natürlich mit ihm sprechen, wenn er sich meldet. Aber ich bin gespannt, was die nächsten Tage jetzt bringen werden, ob es wirklich zu einem Ausstieg kommt diese Woche oder nächste Woche. Das bleibt also sehr spannend abzuwarten. Ja. Nun haben Sie gesagt, aus Ihrer Sicht, und das sieht ja jede Partei aus ihrer Sicht, können wir mit dieser Wirtschaftspolitik nicht weitermachen. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken sagte heute Mittag, wir brauchen keine Querschüsse und Gegenveranstaltungen aus der eigenen Koalition. Richtet sich natürlich gegen die FDP. Ist die FDP denn ein Quertreiber auch in dieser Koalition? Nein, ich denke, die FDP spricht an, was dringend notwendig ist. Und gerade ich als Wirtschaftsdezernent erlebe das ja tagtäglich im Gespräch mit großen Unternehmen und Firmen hier in Kassel, wie prekär die Lage ist. Ja. Und gerade auch VW hat einen großen Standort hier bei uns in Kassel. Und das ist alles kritisch. Die Firmen wandern ab, ja, die Steuereinnahmen gehen zurück. Und man muss wirklich sagen, es ist jetzt nicht die Zeit für sozialdemokratische Umverteilungsfantasien oder grünen Weltrettungswahn, sondern wir müssen sehen, dass unsere Wirtschaft wieder auf die Füße kommt und dass wir weiterhin in der Welt wettbewerbsfähig bleiben mit unserer Wirtschaft. Sehr klare Worte von Matthias Nölke, Wirtschaftsdezernent und FDP-Vorsitzender in Kassel. Bin mal gespannt, ob Christian Lindner dazugehört hat. Vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch. Sehr gerne.